86 Box 6.0 ist endlich da. 2 Jahre habe ich gewartet. Jetzt kommt endlich das neue Review von mir. Ist 86 Box 6.0 endlich die perfekte Retro-Lösung? Bleibt dran, denn wir finden es gemeinsam raus. Hi, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die brandneue Version von 86 Box an, also Version 6.0. Die kam erst vor kurzem raus und ich will mir diese Version jetzt mal im Detail anschauen. Das hier wird daher ein ausführliches Review, das aufbaut auf meinem Review von vor 2 Jahren für Version 4.2.1. Dafür habe ich 13 Maschinen erstellt, die ungefähr den PCs entsprechen wie in meinen jungen Jahren, aber auch ein paar Ausnahmen. Kurz für alle, die neu dazustoßen, 86 Box ist ein Emulator für klassische alte x86 PCs. Das ist eine Open Source Software, die PC-Hardware aus den 80ern und 90ern cycle-genau emuliert für Betriebssysteme wie Windows, Linux und macOS. Und mit Hardware emulieren meine ich wirklich alles, was dazu gehört. Also das Mainboard, der Chipsatz, die CPU, den Bus, den RAM, die Soundkarten, die Grafikkarten, die Controller, inklusive 3DFX, Creative, Roland und so weiter. Ja, was ist neu in 86 Box 6.0? Jede Menge und deshalb gehen wir Stück für Stück durch. Aber wir bleiben bei den wichtigsten Größenneuerungen und alle, die ich hier aufzähle, sind zwischen Version 4.2.1 bis einschließlich Version 6.0. Ja, fangen wir an mit der größten Neuerung von 86 Box und die kam mit Version 5 schon dazu. Das ist ein komplettes Managing von Maschinen. Das heißt, ihr habt eine komplette UI, wo ihr eure Maschinen anlegen könnt. Ihr habt eine schöne Übersicht für eine aktuelle Maschine, die ausgewählt ist. Ihr könnt schnell Maschinen starten, zurücksetzen. Ihr könnt in die Einstellung gehen, neue Maschinen anlegen. Jede Maschine hat auch einen Screenshot oder beziehungsweise mehrere Screenshots kannst du sogar haben. Eine Notiz, die ihr noch hinterlegen könnt. Ihr könnt sogar suchen, wenn ich zum Beispiel sage, nach 486 möchte ich suchen, dann nur die anzeigen, dann kann ich das auch machen. Der sucht meines Wissens nicht nur im Titel, sondern auch wirklich in den tatsächlichen Maschineneinstellungen. Dann gibt es Dark Mode, wie ihr seht. Ich habe hier Dark Mode standardmäßig bei mir aktiv. Alles in allem sehr, sehr rund. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem neuen UI. Und da macht es jetzt richtig Spaß, 86 Box zu nutzen. Die Einstellungen einer Maschine sind jetzt auch erheblich verbessert worden. Vereinfacht, wenn du jetzt auf Einstellungen gehst, dann hast du alles jetzt wirklich an einem zentralen Platz. Du hast jetzt auch Tabs, die Sachen logisch gruppieren, wie hier unter System, Prozessor und Leistung. Hier wählst du einen Systemtyp aus, was typischerweise dem Socket entspricht. Du hast Jahreszahlen noch vorne dran stehen. Super praktisch. Dann kannst du hier direkt dann das System auswählen. Das entspricht quasi der Hauptplatine. Oder du suchst direkt gleich nach dem Chipsatz, zum Beispiel 440. Kannst du direkt den richtigen Chipsatz raussuchen, zum Beispiel den BX-Chipsatz, den beliebten mit dem P3BF Mainboard. Oder du kannst halt natürlich wie immer den Prozessor auswählen. Ja, hier ein K63 Plus, um mal wirklich voll in zu gehen mit 266 MHz. Und natürlich Leistung kannst du auch einiges einstellen. Also jede Menge reingekommen. Es gibt auch natürlich neue Hardware, aber dazu ein komplett eigener Punkt später. Bei der Anzeige ist es ähnlich. Es gibt jetzt Grafikkarten nicht mehr nach Modellen, sondern nach Chipsatz. Das heißt, ihr müsst jetzt erst den Chipsatz aussuchen, zum Beispiel 3DFX Voodoo Banshee. Und wenn du auf Konfigurieren gehst, dann kannst du das tatsächliche BIOS auswählen, weil es gibt ja nicht wirklich spezielle Hardware, sondern das BIOS entscheidet typischerweise, was für eine Art von Hardware emuliert wird, quasi. Ja, und manche BIOS-Varianten haben zum Beispiel andere Taktraten oder sowas. Genau. Und suchen geht hier auch. Also du kannst jetzt hier nach Voodoo suchen, was natürlich keinen Sinn macht, wenn du jetzt Voodoo Graphics suchst. Das ist weiterhin hier bei Voodoo 1, Voodoo 2 Grafik versteckt. Aber du kannst nach S3 suchen und dann kriegst du alles, was mit S3 hier zu tun hat. Sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Bei Monitor, ja, kann man jetzt die Monitorgeschichte einstellen, wie zum Beispiel, was für eine Art von Farbmodus haben wollt oder überhaupt Farbenmodus oder nur Graustufen oder einen grünen Monitor, um zum Beispiel einen Schneider-PC zu emulieren. Dann könntest du sogar die Graustufen-Konvertierung einstellen und die Edit exportieren oder importieren. Das ist ziemlich gut. Ihr habt bei den Eingabegeräten auch die Möglichkeit jetzt zu suchen. Da hat sich allerdings nicht allzu viel verändert. Bei Ton ist es ähnlich wie bei den Grafikkarten. Da ist natürlich alles jetzt nach Chipsatz gruppiert und je nach Soundkartenmodell kannst du dann hier entsprechend auch vielleicht ein anderes BIOS auswählen, was bei Soundkarten aber nicht so oft der Fall ist. Ja, MIDI, das gleiche, ihr könnt suchen. Alles kein großer Unterschied, aber zu vorher. Genau, ansonsten hat sich hier auch nicht wirklich was verändert. Ihr könnt natürlich die Audioausgabe einstellen und bei Netzwerk kann man natürlich auch suchen, ist auch nach Chipsatz wieder gruppiert. Ne? Das zieht sich durch die ganze Einstellungsdurch mit der Gruppierung nach Chipsatz. Das macht einfach am meisten Sinn und funktioniert ziemlich gut. Ja, bei den Anschlüssen genauso, es ist jetzt auch einfach nur ein bisschen gruppierter. Ne? Speichercontroller kann man jetzt hier auch suchen, was auch super praktisch ist, wenn du ziemlich viele hast. SCSI ist mittlerweile komplett getrennt vom normalen, das heißt, du kannst es hier komplett getrennt konfigurieren. Festplatte, ja, hat sich nicht viel verändert. Bei Diskette hat sich auch nicht viel verändert, mit Ausnahme von, dass CD-ROM jetzt auch ein eigenes Tab ist. Sehr, sehr gut, genauso wie hier, wenn du iOmega hast, dann hier kannst du das hier festlegen, hier die Wechseldatenträger und hier Bandlaufwerke. Genau, und andere Peripherie, also so Spezialzeug, das tust du hier festlegen. Es gibt jetzt nun auch die Möglichkeit, dass ihr die Shortcuts für eure Maschine verändern könnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel die Shortcuts verändern für Steuerung Ende, um den Mauscursor zu entsperren, könnt ihr zum Beispiel irgendwas anderes setzen. Und ihr könnt auch Screenshot-Shortcut wechseln oder sowas. Die Shortcuts sind ein bisschen versteckt. Du musst die Maschine booten. Pass auf. Und dann gehst du auf Werkzeuge, Präferenzen. Und dann bist du hier in dem Präferenzenmenü, was aussieht, als gehört es zur Maschine. Aber in Wahrheit sind es die globalen Einstellungen. Und hier kannst du die Tastenbelegung einfach ändern. Zum Beispiel Screenshot aufnehmen in F12. Wenn ich das aber jetzt tue, dann gilt das für alle Maschinen. Das ist also komplett global. Ist also ein bisschen unglücklich gewählt, wo man dieses konfiguriert, finde ich. Das gehört eigentlich in die Hauptoption Geschichte rein von der Hauptanwendung. Eigentlich banal, aber man kann mittlerweile die Sprache live wechseln in 86box. Ihr geht dazu auf Werkzeuge, Präferenzen, könnt hier dann die Sprache entweder auf Standard wieder zurücksetzen, das ist dann praktisch Systemstandard, was euer Betriebssystem vorgibt, oder ihr wechselt es hier zum Beispiel auf Deutsch, für 2 Englisch-Varianten, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch oder sogar Japanisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch. Und Koreanisch war, glaube ich, auch noch mit dabei. Also jede Menge Sprachen sind da drin und wenn du das jetzt live umschaltest, zum Beispiel auf, machen wir mal kurz Englisch, United Kingdoms, dann ist es jetzt hier sofort Englisch. Auch wenn jetzt Maschinen laufen würden, wären die auch schon komplett auf Englisch. Daher stellen wir das jetzt mal wieder auf Default zurück, dann nimmt er einfach das von meinem System. Es gibt selbstverständlich jede Menge neue Hardware, die ihr jetzt auswählen könnt in 86box, die dazugekommen ist. Eine Sache, die dazugekommen sind die Cyrix 6X86 Prozessoren. Davon gibt es verschiedene Varianten. Wenn du Super Socket 7 bist, dann kannst du bei Prozessor hergehen, hier eine von diesen 4 Varianten auswählen. Die normale Variante, das war die erste Generation damals von Cyrix. Ihr erinnert euch vielleicht PR 166 Plus oder PR 200 Plus. Das PR stand quasi für, ja, dass es ungefähr vergleichbar war wie mit einem Pentium 200 zum Beispiel oder mit einem Pentium 266, obwohl er effektiv weniger Takt hat.
Dann gab es die L-Variante, das ist die etwas verbesserte Variante, die ist stromsparender gewesen. Und dann gibt es auch die MX-Variante, die hat MMX-Unterstützung. Das heißt, die hat auch einen Ticken mehr Möglichkeiten von den Taktraten her, bis hier zu 208 MHz, entspricht dann einem Pentium 266 MMX. Und dann gibt es sogar die richtig hochgetaktete Variante, Cyrix M2. Die geht sogar bis 300 MHz bzw. PR 433. Die will ich mir unbedingt mal anschauen. Das klingt super interessant als Alternative zu einem AMD K6 III. Es gab auch die ein oder andere Anpassung und Anhebung von Taktfrequenzen bei den Prozessortypen. Zum Beispiel ein AMD K6 II geht jetzt bis zu 600 MHz über einen übertakteten 570er. Allerdings solltet ihr wissen, einen AMD K6 gab es offiziell nur bis zu 550 MHz und der kam auch sehr, sehr, sehr spät raus. Erst die K6 II und K6 III Serie oder auch die Plus-Varianten haben dann auch wieder andere Taktraten. Ich meine, 570 gab es nicht. Das hat einfach hier 86-Box eingebaut und hat halt hier noch eine übertaktete Variante gemacht. Auf jeden Fall cool, dass es jetzt 600 MHz gibt für K6 II. Bei den anderen hat sich nicht so viel getan. Die eine oder andere Änderung ja, aber ich gehe jetzt nicht auf jede Änderung ein. Bei den Grafikkarten hat sich auch ein bisschen was getan. Wenn ihr das Ganze jetzt aufklappt, dann werdet ihr euch vielleicht wundern, dass es hier eine neue Voodoo-Variante gibt, nämlich die Voodoo Banshee. Die gab es vorher nämlich nicht. Das ist eine 2D, 3D-Karte mit 16 oder 8 Megabyte und die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Entweder Creative 3D Blaster, die Standard-Variante oder die Quantum 3D-Variante. Und das ist eine abgespeckte Voodoo 3 oder eine etwas verbesserte Voodoo 2. Allerdings mit einem signifikanten Nachteil: keinen zweiten Multitexturing-Chip. Also es ist nicht möglich, eine zweite Textureinheit damit zu benutzen. Dadurch sind moderne Spiele wie zum Beispiel Unreal oder Quake 3 außen vor, weil die von der Performance her dann schlechter sind, weil sie mehrere Passes brauchen pro Renderbefehl. Und ja, das ist dann logischerweise langsamer. Das heißt, zu empfehlen ist immer eine Voodoo 2 oder eine Voodoo 3 ab 2000. Das ist dann deutlich besser. Es gibt noch die Alternative mit den neuen Velocity-Karten. Das sind abgespeckte Voodoo 2-Karten im Kern, aber die haben wieder die Multitextur-Einheiten. Das heißt, die sind eigentlich besser in der Theorie wie die Banshee, allerdings betrifft es nur die 200er. Die 200er ist auf jeden Fall schneller als die Banshee, weil sie halt mehr kann. Aber eine Voodoo 3 2000 oder 3000 ist immer besser als die zwei anderen Varianten. Bei der Voodoo 3 3500, die gab es ja vorher auch, die ist aber jetzt schön zusammengefasst, wie alles andere auch. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, die NTSC oder PAL-Variante auswählen oder die Compact-Variante oder die Falcon Northwest-Variante. Die Compact-Variante hat einen höher getakteten Speicher, die Falcon Northwest-Variante hatte 200 MHz anstatt 185 MHz. Aber mit Overclocking konnte man praktisch jede Voodoo 3500 auf 200 MHz bringen. Ja, die SI-Variante ist irgendwo dazwischen gewesen. Ganz gute Karten, das sind die besten Voodoo 3-Karten, die ihr haben könnt. Ignoriert dieses TV, weil das spielt ja überhaupt keine Rolle bei 86-Box. Aber für die Spiele-Performance ist 3500 definitiv die beste Wahl. Es gibt auch noch ein paar neue ATI-Mach 64 Varianten, die dazugekommen sind. Die Windcharger zum Beispiel. Oder die Mach 64 GX meines Wissens, die kamen auch neu dazu. Aber im Großen und Ganzen war es das. Selbstverständlich hat sich beim Sound auch einiges getan. Es gibt jetzt die komplette Gravis Ultrasound Serie. Also Ultrasound, Revision 3.7, Max und Ace. Habe ich persönlich noch nie benutzt. Bin ich mal echt gespannt drauf, wie gut es funktioniert. Was auch jetzt endlich verfügbar ist, ist Yamaha mit dem OPL 3 Chip, der richtig guten Sound produzieren kann. Ich hatte die tatsächlich live. Das ist eine sehr, sehr gute DOS-Soundkarte. Was auch noch dazu kam,
Es gab eine, Moment, da muss ich aber jetzt suchen, die heißt IBM Music Feature. Und auch dazu kam EMU 8000 von Creative Arca Goldfinch. Die Audio-Drives wurden aufgeräumt, die gab es vorher auch schon, aber das ist jetzt alles sauberer, weil das ja ein Chipsatz getrennt ist. Ah, doch, die Vibra. Die Vibra habe ich vergessen. Die gibt es jetzt auch, die Sound Blaster Vibra. Eine gute 16-Bit-Soundkarte als Alternative. Bei den Eingabegeräten gibt es ebenfalls Zuwachs. Die Gamepad-Unterstützung wurde erweitert um Gravis PC Gamepad. Eines der besten Gamepads damals. Vor allen Dingen einige Spiele haben nur Unterstützung für dieses Gamepad, komischerweise. Aber natürlich gibt es auch 6-Tasten-Gamepad mittlerweile. Und es gibt einen neuen Tastaturtyp. Es gibt PS55. Bei Netzwerk hat sich natürlich auch einiges getan. Es gibt nach wie vor den SLIRP-Modus, PCAP und VDE, da hat sich nichts geändert. Ne? SLIRP ist ja Network Address Translation, gedacht eigentlich, damit du aufs Internet zugreifen kannst, aber für mehr geht dann halt nicht. Dann gibt es aber jetzt ein sogenanntes TAP-Interface, was du verwenden kannst. Das heißt, du kannst hier, wenn du einen Adapter auswählst, zum Beispiel Broadcom oder sowas, total egal, kannst du ein Brückengerät einstellen, das in Linux definiert ist. Und das ist nichts anderes wie eine Art virtuelle Netzwerkkarte, die du einstellen kannst. Und da kannst du praktisch alles machen, was du möchtest. Du kannst ein normales Bridge-Network aufziehen. Du kannst ein privates Netzwerk aufziehen oder irgendwas dazwischen. Also im Endeffekt ist TAP dafür da, dass du Doom gegeneinander spielen kannst, oder Duke Nukem 3D, ein Netzwerkspiel halt, weil da bekommt die Maschine, wenn du es richtig konfiguriert hast, auf Host-Seite eine echte IP-Adresse und mit der echten IP-Adresse kannst du dann direkt dich gegeneinander sehen. Das ist richtig, richtig gut. Was es auch noch gibt, ist lokaler Schalter. Das macht allerdings keinen wirklichen Sinn für Gaming, für LAN-Zocken, aber es ist ein trotzdem sehr interessantes Ding, weil das ist ein Netzwerkmodus, der innerhalb von den Maschinen verfügbar ist. Das heißt, die können sich untereinander sehen und du kannst es sogar mit einem Passwort schützen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn ihr einen Server aufsetzen wollt, einen spezial-uralt Windows- oder Linux-Server und ihr wollt in einer anderen VM drauf zugreifen, zum Beispiel einen Webserver oder einen Datenbankserver. Für sowas ist das gedacht. Zum Zocken absolut unbrauchbar, weil es ja auf der gleichen Maschine laufen muss, aber trotzdem sehr, sehr cool, dass es geht. Es gibt dann auch noch den Hub-Modus, dann kannst du es anstatt Switch im Hub-Modus laufen lassen. Man kann jetzt auch CD-ROMs haben bei einem 386er PC, also Platinen, die überhaupt keine CD-ROM-Unterstützung, IDE, Atabi können. Da hast du einen eigenen Controller früher einbauen müssen, zum Beispiel Panasonic bzw. MKE-Controller und hast dann einen Machita CD-ROM-Laufwerk gehabt und die gab es nur in Zweifachgeschwindigkeit. Das waren die Laufwerke damals, ihr erinnert euch, wo du drauf gedrückt hast, dann kam der ganze Schacht raus und dann hast du das Ding aufgeklappt, die CD reingemacht, wieder zugeklappt und dann hast du den ganzen Schacht wieder reingestopft. So ein Laufwerk hatten wir tatsächlich damals und ich bin super happy, dass das mittlerweile geht, weil dann kannst du nämlich viele Sachen auch über CD installieren, zum Beispiel Click and Play oder sowas. Es gibt jetzt einen verbesserten OpenShell-Render in 86-Box. Den gibt es schon eine Weile. Der kam, glaube ich, mit 5.x irgendwann dazu. Aber wenn du hier auf Ansicht gehst und wechselst deinen Render zum Beispiel von Qt auf OpenShell 3.0 Core, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einiges einzustellen. Wenn du jetzt auf Render-Optionen gehst, dann kannst du zum Beispiel die Bildwiederholrate einstellen oder VSync aktivieren. Auf jeden Fall hast du auch die Möglichkeit, Shader hinzuzufügen. Wenn du hier auf Hinzufügen gehst und ich wähle jetzt hier zum Beispiel einen Shader aus, zum Beispiel den, keine Ahnung, einen NES RAW Palette Shader, macht überhaupt keinen Sinn, aber ich mache einfach mal. Dann hast du jetzt hier einen ekelhaften Shader, der überhaupt nicht zu der Maschine passt. Also nehmen wir mal bitte irgendeinen anderen. Nehmen wir mal, keine Ahnung, Scale FX, was auch immer Scale FX ist. Auch nicht gut, der Shader. Wir sollten einen nehmen, der, ja, was irgendwas Gescheites macht. Scale HQ zum Beispiel. Oh ja, das geht.
Ne, HQ4 Shader, den kennen wir ja typischerweise. Aber ich bin kein Fan von denen hier. Ich habe die hier, den CRT Shader zum Beispiel. Der ist ziemlich cool. Und du kannst mehrere Shader haben. Du bist nicht gezwungen, nur einen Shader zu haben. Du kannst doch sagen, okay, jetzt machen wir noch einen Noise Shader drüber. Das ergibt zwar überhaupt keinen Sinn, aber du könntest. Machen wir den wieder weg. Und du kannst auch Shader einstellen. Also wenn du hier bei Konfigurieren gehst, dann hast du die Möglichkeit zum Beispiel die Kurvung jetzt auf 1 zu stellen, weil die jetzt einfach zu schwach ist und dann hast du eine viel stärkere Kurvung vom CRT-Shader. Das ist natürlich abhängig davon, welchen Shader ihr habt. Jeder Shader hat seine eigenen Parameter sozusagen. Übrigens, wahrscheinlich in die nächste 86-Box-Version gibt es dann auch Shader-Unterstützung für Vulkan, weil aktuell, wenn du hier auf Vulkan gehst, dann verlierst du die Shader-Unterstützung. Das ist ein bisschen schade, aber das soll dann jetzt kommen mit der nächsten oder übernächsten Version. Da bin ich mal gespannt drauf. Was auch neu dazugekommen ist in einer von den neueren 86-Box-Versionen sind Disketten-Sounds. Ihr könnt jetzt hier bei Einstellungen, bei Diskettenlaufwerk, hier das Klangprofil einstellen. Könnt ihr verschiedene Varianten auswählen oder halt gar keinen Sound haben. Und wenn wir mal, ja, alle mal kurz durchgehen, wenn wir einfach mal den ersten nehmen und wir starten mal die 386er Maschine. Zusätzlich gibt es jetzt auch Festplatten-Sounds. Allerdings nur eine Handvoll und nur für eine bestimmte Geschwindigkeit. Standardmäßig, wenn ihr eine Festplatte anlegt, dann steht die auf generisch beim Modell RAM-Disk maximale Geschwindigkeit. Wenn ihr allerdings das aufklappt, dann habt ihr die Möglichkeit, ein ganzes Modelltyp auszuwählen. Und ihr solltet dann auswählen, generisch 1992 3600 Umdrehungen pro Minute. Denn nur dann habt ihr Verfügbarkeit von den jeweiligen Klangmodellen. Was es jetzt auch gibt, ist Fast Forward. Das heißt, ihr könnt jetzt Maschinen beschleunigen auf das Maximale, was eure CPU hergibt, um zum Beispiel Installationsprozesse zu beschleunigen. Ne? Passt auf, wir booten hier mal den 286er. Ja, Diskette habe ich eingelegt. Jetzt installiere ich das, was ich eingelegt habe, und das ist Prince of Persia. Und jetzt passt auf. Ihr habt ja hier die CPU-Geschwindigkeit stehen, also die Emulationsgeschwindigkeit. Aktuell steht hier 100%. Und wir starten jetzt mal einfach den Installationsprozess. Ja, fang an. Und er kopiert. Und er kopiert. Und es dauert. Und es dauert. Und jetzt passt auf, jetzt klicke ich hier auf Fast Forward. Und wir sind jetzt bei über 700. Jetzt sind wir bei 900%, 1000%. Fast Forward ausschalten. Zack, Installation fertig. Das ging ultra schnell. Und passt auf, das funktioniert sogar. Prince startet es dann. Müsste gehen. Ja, tot.
Ein sehr, sehr, sehr cooles Feature. Vor allen Dingen, das erspart einiges an Zeit, aber es bringt natürlich nichts bei moderneren Systemen. Also wenn ihr ein System habt, das, naja, nehmen wir mal den Celeron 333 als Beispiel. Und wir booten den jetzt mal. Na, hier der Bootvorgang zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier auf Beschleunigen drücke, dann ist es ein bisschen schneller beim Booten. Allerdings, wenn mein Rechner es nicht schafft, über 100% zu kommen, dann bringt euch das Feature fast nichts. Und das wird natürlich schlimmer, desto stärker du hochgehst von der Hardwareanforderung. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt den 733er Cyrix startest, dann schaffe ich niemals 100%. Und dann macht Fast Forward einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist ein Feature, das macht Sinn für ältere Maschinen, bis zu 486, vielleicht noch so Pentium, aber dann ist es eigentlich nicht so wirklich brauchbar, wie ich finde. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Feature, muss ich sagen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass man jetzt eine Maschine klonen kann, komplett mit einem einzigen Klick, zum Beispiel hier den Pentium 166, rechte Maustaste drauf, klonen, neue Maschine, okay, er fängt an zu klonen, fertig. Wenn ihr eine SSD habt, die super schnell ist, dann ist es innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Und das Schöne ist, die Festplatten werden ja relativ mittlerweile gespeichert, standardmäßig. Das heißt, die wurde ebenfalls mit geklont. Das heißt, wenn ihr jetzt an der Maschine rumfummelt, dann habt ihr eure Originalmaschine überhaupt nicht mehr verändert. Also das ist richtig, richtig gut. Eines der wichtigsten Features überhaupt. Was mich aber am meisten freut in der neuesten 86-Box-Version ist, es gibt jetzt richtig guten CD-Redbook-Audio-Support und auch richtig guten Support für CD-DVD-Images. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann mittlerweile sogar DVD-Images reinladen in 86-Box. Das heißt, ihr könntet Windows Vista oder Windows 10 in der Theorie installieren. Gut, in der Praxis macht es keinen Sinn, weil Windows 10 und Vista braucht halt eine DirectX 9-fähige Grafikkarte, aber das ist ein anderes Blatt. Aber der CD-Support ist wesentlich besser geworden. Und wenn wir das mal ausprobieren, nehmen wir mal zum Beispiel Quake hier als Beispiel. Da habe ich jetzt die CD eingelegt als Cue-Sheet. Und wenn ich jetzt Quake starte, passt auf, dann werden wir jetzt hoffentlich Musik hören. Genau. Logischerweise hat es geruckelt, weil das hier ein 486 400 ist. Der ist jetzt nicht der allerschnellste. Was auch geht mittlerweile ist MDS-Support, also Alkohol 120% Images. Und da wird sogar MDS V2 und MDX Support unterstützt. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel eine Sicherheitskopie von eins meiner Lieblingsspiele von damals, Warcraft 2. Und da müssen wir jetzt einfach mal die Installation kurz starten, dass ihr seht, dass das funktioniert. Ja, installieren wir es in der War 2 und lassen einfach mal laufen. Ja, jetzt passt auf. Mal können wir mal wieder die Beschleunigung benutzen. Wundervoll. Und dann machen wir Selbsterkennung bei den Soundkarten. Ihre Soundkarte funktioniert einwandfrei. Wundervoll. Und wenn du jetzt War 2 startest, dann würde Warcraft 2 funktionieren. Ich meine allerdings, das Spiel hat kein CD-Audio oder sowas, aber ich wollte euch mal zeigen, dass halt auch MDF funktioniert. Natürlich gab es auch jede Menge Verbesserungen generell in 86-Box. Es gibt jetzt bessere ARM-Unterstützung inklusive offiziellen Windows und ARM64 Support. Und generell muss man einfach sagen, die ARM-Implementierung ist besser als die x86-Implementierung von der Performance her. Es gibt auch jede Menge Fixes für
zahlreiche CPUs, es gibt Performance-Verbesserungen generell überall, vor allen Dingen für die älteren Prozessoren, 386, 486 und so weiter. Dann wurde die Mausverzögerung verbessert, die Displayverzögerung wurde verbessert, gerade in Bezug auf höhere Refresh-Rates-Monitore, also 144 Hertz oder höher. Und generell gibt es mehr Performance-Verbesserungen. Allerdings dürft ihr keine Wunder erwarten. Ne? Jede Performance-Verbesserung ist eine gute Verbesserung, wie ich immer sage. Und natürlich gibt es noch viel, viel, viel neueres Zeug. Aber ich lasse das mal weg. Wenn es euch interessiert, könnt ihr natürlich einfach die Changelog lesen. Da steht alles drin. Wir kommen jetzt zum Praxistest. Da werden wir uns 2 Maschinen anschauen, einfach um zu gucken, wie ist denn die Performance, wie ist die Stabilität, wie verhält sich alles. Und danach gibt es dann ein Fazit. Ursprünglich wollte ich alle 13 Maschinen im Praxistest haben, allerdings wäre dann das Video hier über 2 Stunden lang gewesen. Also habe ich entschieden, ich limitiere das auf 2 Maschinen. Ich werde allerdings noch ein komplett volles Video hochladen, wo einfach nur der komplette Zeitreisetest drin ist für alle 13 Maschinen, komplett unkommentiert. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das reinziehen, wenn das Video dann online ist. Wir kommen jetzt zu meinem Lieblings-PC, den ich damals hatte. Ein 486DX266, das war mein allererster PC, der mir selbst gehört hat. Den habe ich selber zusammengebaut. Das hat ein Asus Mainboard drin, ein Intel 486DX266 mit 8 Megabyte an RAM, eine S3 Verge Grafikkarte, eine 700 MB Festplatte, einen 8-fach CD-ROM und Sound Blaster 16. Und damals hatte ich natürlich kein Roland MT32, aber hier kann ich es einfach aktivieren und voilà, haben Roland MT32 Sound emuliert. Starten wir das Ganze mal. Künstler.
Jetzt sind wir beim AMD K6 II 266 angekommen mit Voodoo 2 Grafikkarte. Hat ein A-Open Mainboard drin gehabt, 64 MB RAM und eine normale Voodoo 2, also mit 8 MB, nicht 12 MB. Ne, mehr muss man nicht sagen. Wir haben eine fette Platte reingemacht. Das war zu einer Zeit, da waren 20, 30 GB gar kein Problem mehr. Starten wir die mal. Establish communications. Willkommen in meinen bescheidenen 4 Wänden. Schau dich nur in Ruhe um. Wenn du dich umsehen möchtest, drück die Taste für das... Bessere Schilde. Vorwärtskugel, hilf uns. Das haben wir bereits. Munition. Schutzschild. Munition. So, wir kommen jetzt ans obere Ende, was mit 86 Boxen möglich ist und wo mein Rechner einfach überhaupt nicht mehr packt. Einen AMD K6 III mit 450 MHz auf einem A-Open Mainboard
mit einem VIA MVP3 Chipsatz, 256 MB RAM, die größte Voodoo 3, die ihr kaufen könnt. Voodoo 3 3500 mit 16 MB, große Festplatte, 48-fach CD-ROM, PC 128 mit dem neuesten Ensoniq Chipsatz. Und einfach aus Spaß mal wieder Roland MT32. Keine Ahnung, warum ich das da reingemacht habe. Gut. Starten wir mal. Das sollte gleich was auffallen, schon im BIOS. Hier, 375 MHz wird erkannt. Das ist natürlich nicht richtig. Aber er läuft trotzdem mit 450 MHz. Wie sieht es da unten aus? Wenn Sie erstmal in der Anlage sind, werden Sie auf sich alleine gestellt sein. Sie ist nur wenig bewacht, aber seien Sie trotzdem vorsichtig. Ich melde mich in Kürze wieder. Machen Sie es gut. Our land is destroyed, our spirit crushed. Three, two, one, go!
Wir sind beim letzten System anbelangt. Und das ist ein ganz spezielles System, wo ich einfach mal rauskriegen wollte, was ist das absolute Maximum, was geht bei 86 Box. Und naja, einen Cyrix mit 733 MHz und der größten Voodoo 3 Karte und Windows 2000 um 1 GB RAM ist ja so ziemlich das Limit, was möglich ist. Starten wir das Ganze mal. Hi Konoko, ich bin's, Shinatama. Ich habe deinen Neurolink überprüft und er funktioniert perfekt. Ich bin so aufgeregt. Commander Griffin hat uns erlaubt, das TCTF-Trainingsprogramm Beta 6 zu durchlaufen. Das bedeutet, dass du schon fast für Außenmissionen bereit bist. Beginnen wir zuerst mit ein paar grundlegenden Übungen. Ranger. You have taken the lead.
Wir sind jetzt am Ende vom Review angelangt. Und ich denke, das Fazit ist ziemlich einfach zusammengefasst. 86-Box in Version 6.0 ist ziemlich stark. Es kann die Hardware und die Software wahrheitsgetreu emulieren aus den 80ern bis in die 90er und den frühen 2000ern. Aber dann ist halt Ende. Entweder euer Prozessor schafft es einfach nicht von der Emulation her, haben wir gesehen im Praxistest, oder es fehlt schlichtweg die Hardware für bestimmte Spiele. Oni zum Beispiel, habt ihr gesehen, das braucht eigentlich ein Pentium 3, damit es richtig ordentlich läuft. Somit sind wir jetzt am Ende. Falls ihr Fragen oder Feedback habt zu 86-Box oder zu diesem Video, dann ab in die Kommentare damit. Details findet ihr in der Videobeschreibung, wie zum Beispiel Links zu den Quellen oder 86-Box selbst oder die Infos zu meinem Host-System. Und übrigens, ich arbeite bereits schon an einem Tutorial für 86-Box 6.0. Das kommt also. Wann, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es kostet mich halt auch einfach Zeit, sowas zu machen, aber wird auf jeden Fall kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr mehr über Emulation, Retro-Gaming, Virtualisierung und auch Linux wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. In diesem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Ja, und bis dann.